Einen wunderschönen guten Morgen hier auf dem Weizenacker. Herzlich willkommen in einer neuen Folge AKF. Diesmal beschäftigen wir uns hier mit dem Weizen in Direktsaat und danach gucken wir uns ein bisschen Gerste in Grubbersaat an. Und ja, im Allgemeinen gucken wir uns jetzt den Zustand der Pflanzen mal an. Wir haben hier im Bestand schon Gerste gefahren, am Vorgewende noch nicht. Hier standen die Sonderkulturen und die Direktsaat erfolgt hier mit der Agrisem Boss. Was wir natürlich hier haben, ist wirklich sehr viel Kräuter, auch unter anderem Ausfallarten. Hier haben wir den Leindotter, der dann ausgefallen ist. Hier haben wir aber eine Vogelmiere, die jetzt hier durchwächst. Da kommt eine Kamille. Wir haben hier noch keine Pflanzenschutzbehandlung gemacht. Meine Spritze wird aktuell auf Pulsweitenmodulation umgebaut. Sobald das fertig ist, werde ich hier auch die Behandlung fahren. So, im Allgemeinen ist zu sagen, Feldaufgang sieht gut aus. Wir gucken uns vielleicht mal in die Richtung an, da haben wir ein bisschen mehr Licht. Feldaufgang sieht gut aus, schön gleichmäßig. Was wir natürlich noch nicht haben, sind viele Bestockungstriebe. Ja, also ist mir eins, glaube ich, aufgefallen. Ich glaube, man muss Direktsaatbestände immer tiefer, mehr drillen, gefühlt. Ja, weil die einfach, glaube ich, durch das langsamere Wachsen, was sie einfach haben, weniger bestocken. Wenn wir uns das hier angucken, das sieht schon ganz gut aus. Bricht noch ein bisschen kantig, aber sieht schon deutlich krümeliger und poriger aus als die Grubberbestände. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Wie sieht das aus? Graben wir hier so ein bisschen Getreide frei. Das ist natürlich schon in der Vegetation. Wir haben hier schon Flüssigdünger zusätzlich noch gefahren. So sieht das jetzt hier aus. Ja, beim Weizen geht die Vegetation natürlich ein bisschen langsamer los. Da haben wir jetzt die weißen Spitzen. Das ist der Indikator für das Wachstum, für das neue Wachstum. Der kommt jetzt so langsam in Gang. Da ist der Raps deutlich weiter. Und was wir haben hier 1, 2, 3. 3 Bestockungstriebe, also 2 Bestockungstriebe, ein Haupttrieb. Hier haben wir auch 3 und hier sind es auch 3. Wir haben hier gedrillt, ich glaube, müsste ich nochmal nachgucken, 300 Körner auf den Quadratmeter. Bei 3 Trieben wären wir natürlich bei 900. Wir wollen hier irgendwo 500 ehrentragende Halme liegen für unseren Standort. Das reicht, so viel können wir mit Wasser versorgen. Mehr klappt da eigentlich nicht. Ja, alles im Allen sieht ja wirklich gut aus. Die Gerste werden jetzt auch hier demnächst aufgenommen. Das ist auch mal wichtig, dass man Gerste eigentlich bei kühlen und kalten Temperaturen, feuchter Bedingungen aufbringt, sofern es natürlich die Bedingungen zulässt oder zulassen. Dann Flüssigdünger. Grobe Tropfen fährt man hier, das heißt, wir düngen natürlich auf dem Boden. Wir düngen jetzt hier nicht auf dem Blatt. Wir sind ja hier gefahren und ja, man sieht, wenn wir die richtige Düse fahren, dann haben wir hier gar keine Nekrosen. Das heißt, wir haben hier keine Ätzstellen auf dem Blatt. Das würde ich fast sagen, war eher vielleicht der Frost anstatt der Dünger. Und wir haben hier wirklich gesunde Pflanzen. Alles in allem, vielleicht hier unten könnte das eine sein, aber das ist ein altes Blatt. Das heißt, wenn wir hier die richtigen Düsen fahren, haben wir auch keine Ätzschäden an den Pflanzen, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, wir haben ja hier kühle Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bestände kommen relativ langsam in Gang. Ich nehme jetzt hier noch Mikronährstoffe mit. Das heißt, ich nehme jetzt hier noch Mangan, Zink, Kupfer und Bor mit, hier auf meinen Standort. Und dann werde ich hier gegebenenfalls in ungefähr 3 Wochen nochmal Pflanzenproben ziehen, die einschicken und gucken, wie die Nährstoffversorgung im Allen ist, ob irgendein Mikronährstoff fehlt. Und den könnte ich dann noch nachgeben. Genau, so sieht es erstmal aus. Sorte ist hier, das ist das in Gemisch Informa mit Spektral. Da oben am Rand, ist auch ein bisschen heller, ist der Akzent. Der ist deutlich früher in Gang. Da können wir einfach mal hingehen. Der ist schon ein bisschen deutlich frohwüchsiger im Frühjahr gefühlt. Ist vielleicht auch eine Sorte, die sich dann mit Direktsaat ein bisschen besser versteht, weil wir haben einfach dieses langsamere Wachstum und das ist definitiv zu merken, dass die Pflanzen viel langsamer wachsen. Mineralisation ist langsamer und. Und ich würde den Weizen auch tendenziell in Zukunft etwas früher drillen. Also nicht mehr um den 20., sondern vielleicht 12. bis 15. Jetzt kommt das natürlich drauf an. Nach Mais schwierig, ja. Das heißt, da kann ich ja wirklich nur so schnell sein, wie ich sein kann. Aber nach dem Raps sieht die Welt anders aus. Ah, hier wird einfach der Müll hingeschmissen, ne Leute? Da auch.
das ist schlimm. Da stehen dann immer Fahrzeuge. Jetzt nicht, dass der das da hingeschmissen hat. Aber da stehen dann immer Fahrzeuge und werfen den ganzen Müll hin. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Da oben in der Ecke hatte ich schon einen Kühlschrank im Maisgebiss. So, hier kommen wir jetzt zum Vorgewende. Hier stand aber auch der Senf als Vorfrucht. Der entzieht natürlich anders bzw. hinterlässt natürlich eine andere Bodenkrume. Und man sieht hier tatsächlich auch die Kante, ja, zu einem Akzent und einem Informer und Spektral. Ist derselbe Tag gedrillt worden. Ja, nichts weiter anders gemacht. Also auch das Vorgewende, die endet hier nicht. Also 27 Meter enden ungefähr da. Ja, das heißt, ich kann mit Pflanzenschutz nichts gemacht haben, was das übereinspricht, aber oder was das beeinflusst. Aber man sieht hier genau die Kante. Denn es ist hier natürlich ein bisschen gemischt. Aber auch wenn wir hier am Rand reingucken, ja, sieht der schon ein bisschen üppiger aus. Der hat natürlich auch den Schutz hier, diese Hecke. Das heißt, das kühle Wetter, Wind kommt meistens von der Seite. Das ist hier auch ein bisschen geschützter am Rand. Nichtsdestotrotz steht der ein bisschen besser da. Da fahren wir heute nicht hin. Ich habe noch einen Akzent auf 60 Hektar nach Raps. Der ist auch ein bisschen müh weiterentwickelt als der hier. Alles in allem sagt mir das zu. Wie gesagt, jetzt kommt eine Herbizidmaßnahme. Ich warte nur noch, dass die Spritze fertig ist. Gräser habe ich hier gar keine Problematik. Das ist schon mal ziemlich gut. Ackerfuchsschwanz ist in unserer Region Gott sei Dank kein Thema. Und ja, dann werde ich das hier machen und dann muss man einfach wieder beobachten. Wann tritt der nächste Bedarf vielleicht beim Dünger auf? Wir fahren ja den Rest mit Gärresten dann noch fertig. Ich wollte jetzt eigentlich, genau, weil heute ist, kann ich sagen, heute ist Mittwoch. Bis morgen Abend oder Freitag früh soll meine Spritze fertig sein. Freitag ist ein Feiertag, würde ich aber nutzen, um Pflanzenschutz zu machen, wenn ein gutes Wetter ist. Und dann würde ich sozusagen das ganze Getreide fertig machen, damit ich ab nächste Woche mich voll und ganz auf die Gärreste konzentrieren kann. Das ist mir wichtig, dass ich das alles schaffe. Und was man hat, das hat man. Ne? So, hier nochmal das Vorgewende. Also der sieht wirklich gut aus. Die Streifen kommen auch dadurch, dass das zwei verschiedene Sorten sind. Ne? Das ist einfach ein Informer, der sehr hell aus dem Frühjahr kommt. Ein Spektralen, der ein bisschen dunkler aus dem Frühjahr kommt. Und das verzerrt einen auch selber so ein bisschen den Blick für die Bestände. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Bestand hat, wie der Informer letztes Jahr, den hatte ich da drüben bei den Windrädern nach den Sonnenblumen, der kommt da sehr, sehr, sehr hell aus dem Frühjahr und ja, der sieht nicht so richtig üppig und gut aus, wenn man denkt, so richtig sieht der aber nicht gut aus. Und dann hat man wieder eine Sorte, die so frohwüchsig ist und dunkelgrün und sagt, sieht der gut aus, aber letztendlich geerntet wird im Sommer. Und da kann der Informer schon krass gut überzeugen, weil das halt ein Typ ist mit großen Körnern, schweren Körnern und Einzelähren halt. Ne? Der macht das aus einzelnen Ähren, holt er den Ertrag raus. Und das ist nicht schlecht. Da muss man bloß bei dem ein bisschen aufpassen mit dem Grobprotein. Den muss man wirklich in der Ährengabe nochmal sehr, sehr gut unterstützen. Ansonsten schafft er das Rohprotein nicht. Gut. Kommen wir jetzt hier mal zu der Gerste. Bevor wir mit der Gerste weitermachen, Leute, guckt doch gerne mal bei uns im Shop rein. Wir haben schöne neue Motive und wir haben ja auch unser Mohnöl rausgebracht. Guckt doch gerne mal rein, könnt ihr gerne eine Bestellung machen. Ich werde nämlich nachher gleich wieder Textilien abarbeiten, deswegen kam ich da gerade drauf. www.landwirt-in-mv.de. Wir würden uns freuen. Dankeschön. So, Leute. Hier ist tatsächlich die Gerste, wo ich mich festgefahren habe. Hier ist so ziemlich mein bester Boden, den ich habe. Extrem guter Boden, muss man sagen. Und ich war jetzt hier gestern, ich hatte noch 1 Tonne Flüssigdünger drin und habe ungefähr da bis zur Hecke das noch fertig gemacht. Dahinter wird es noch nasser. Habe ich mich nicht getraut, da noch weiterzumachen. Jetzt ist da eine helle Kante. Seht ihr das? Und das ist jetzt total verrückt. Man würde jetzt denken, ja, da ist jetzt ein Mangel. Ja, der ist da. Aber da habe ich irgendwas anderes gemacht als hier. Und der einzige Unterschied ist, das ist eine andere Sorte. Hier haben wir einen LG Picasso und da haben wir einen Winnie. Und Winnie so viel heller im Frühjahr. Aber auch anscheinend die Nährstoffversorgung. Hier spielt Mangan eine ganz andere Rolle zum Beispiel wie hier. Obwohl ich alles gleich gemacht habe. Und auch, jetzt könntet ihr sagen, ja, Mikronährstoff beißt ja, alles gleich. So. Gucken wir uns jetzt mal hier an, die Gerste, also wie gesagt, das ist Picasso, spät gedrillt nach Mais, hat in den letzten Jahren gut funktioniert, auch letztes Jahr 7,4 Tonnen.
Hat echt gut performt. Jetzt muss die aber ein bisschen aus dem Arsch kommen. Jetzt ist es ja und war auch sehr, sehr kalt in den letzten Wochen und Tagen hier. Und wir können jetzt hier keine Nährstoffe geben. Das ist das große Problem. Wie gesagt, hier vorne bin ich mit 130 Kilo auf dem Hektar gefahren, Flüssigdünger. Und bis zum Busch. Und dann, glaube ich, muss ich jetzt wirklich auch erst eine Woche noch weiter abtrocknen lassen. Ich kann jetzt hier auch keine Mikros fahren, kein Herbizid. Ich kann nicht mal ein ganz bisschen Stickstoff versuchen, über das Blatt reinzubekommen, weil ich hier einfach nicht raufkomme. Ich meine, hier sieht es ja jetzt ganz gut aus. Die Gefahr ist aber, wenn ich mich festfahre, ist halt blöd, weil meine Jungs sind mit den Zubringern unterwegs. Ich bin dann alleine auf dem Hof. Und dann haben wir gar nichts gekonnt, wisst ihr? So, Spaten geht wunderbar rein. Der Spaten hat aber auch schon die besten Tage hinter sich, ne? Mutti, vielleicht müsstest du mal einen neuen kaufen. So. Ach Mensch, krieg ich nicht rausgezogen, Leute. Jetzt. So. Sieht man, wie das aussieht. Und der sieht natürlich deutlich anders aus als den ich euch eben gezeigt habe. Ist auch viel, viel schwerer Boden. Das ist natürlich viel runder, viel klumpiger, hier die Regenwürmer. Aber alles in allem ein deutlich besserer Boden. Und man sieht schon, obwohl die Gerstenpflanzen so klein sind, wie krass gut durchwurzelt das hier ist, ja. Und dieser Boden durch die Feuchtigkeit bleibt ja jetzt natürlich auch eine Weile kalt. So, hier haben wir 3 Nebentriebe, auch 3 Nebentriebe. Und hier haben wir auch 3 Nebentriebe. Also haben wir jetzt auch ungefähr so 700 ährentragende Halme hier. Na gut, wenn sie 700 Triebe, sagen wir so. Auch hier wollen wir ungefähr 500 ährentragende Halme haben. Hier wäre jetzt Folgendes zu machen. Hier müssen wir die Herbizidmaßnahme machen. Die haben wir im Herbst einfach nicht gemacht, weil die Befahrbarkeit durch den ganzen Regen auch nicht gut gegeben war. Gerste fahren, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt reinkommen dieses Frühjahr. Da muss dann noch eine ganz andere Befahrbarkeit sein und dann natürlich Herbizid würde ich Mikronährstoffe mit reinnehmen und ja, Flüssigdünger dementsprechend auch fertig machen. Und da sieht man so ein bisschen die Problematik bei einem feuchten Frühjahr, was einfach so die Direktzeit mit sich bringt. Ich kann einfach am ersten Tag anfangen, fertig machen und da ohne Probleme das Ganze abarbeiten. Hier muss ich jetzt ewig warten, habe mich da hinten festgefahren und ewig warten, dass ich jetzt in der Hoffnung, dass hier alles abarbeiten kann. Und das hält einen natürlich ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz, der Bestand sieht sehr gut aus. Wir haben das hier mit der Pronto gedrillt, die ich mir ausgeliehen hatte. Also wirklich schöner Bestand. Aber hier sehen die Pflanzen ja sehr, sehr gut aus, wie man sieht. Die sehen auch gut versorgt aus, aber am Rand sieht es natürlich ganz anders aus. Da fehlt es auch wirklich an Mikros, ne? Da brauchen wir unbedingt Mangan, aber ich brauche auch nicht weiter rumfahren als so um eine Ecke und dann ist das schon zu weich. Und selbst wenn ich nur ein bisschen Flüssigkeit mitnehme, muss ich auch irgendwie Fläche schaffen. Ich kann ja nicht 10-mal hierher fahren, um die Fläche fertig zu kriegen. Das funktioniert ja auch nicht in dem Sinne. Das heißt, ich muss die Situation jetzt hier einfach mal ein bisschen aussitzen. In der Hoffnung, am Wochenende oder zum Anfang nächster Woche kann ich hier was machen. So, soweit dazu. Ja, hier will ich euch das nochmal zeigen. Der Bestand sieht natürlich viel, viel heller aus. Und ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, hier sieht man zum Beispiel, warum das auch Manganmangel ist. Hier ist eine Spur vom Vorgewende, hier ist eine Maschine gefahren. Und hier nicht. Und hier ist es dunkler. Ganz oft ist es so, dass Mangan im Boden mit Sauerstoff oxidiert und ist dann nicht mehr pflanzenverfügbar. Wenn wir jetzt darauf fahren auf dieser Fläche, ist es ja sozusagen verdichtet. Wir haben diese Oxidation nicht und dadurch ist der Bestand dunkler. Das ist später Pflanzen wieder verfügbar, wenn es wärmer wird, aber erstmal steht es den Pflanzen nicht zur Verfügung. Und das ist auch meistens so, bei gepflügten Beständen hat man das ganz oft, zum Beispiel in der Furche oder da, wo das Fahrzeug fährt. Da sieht man dann dunklere Pflanzen und da, wo der Boden nicht richtig rückverfestigt ist, sind die wieder heller und gelblicher. Und meistens am Vorgewende ist der Bestand immer dunkler als in der Fläche, weil man am Vorgewende auch deutlich öfter rüberfährt und dann habe ich da wieder den dunkleren Bestand. Ganz einfach. So viel dazu, Leute. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag noch. Und hat mich wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao.